Vom südlichen Assuan aus haben wir die Segel unserer Dahabeah gesetzt und fahren jetzt Richtung Nildelta, den erfrischenden Nil entlang. Steinerne Bauten aus vergangener Zeit säumen das Ufer. Manchmal tauchen Säulen und Tempel auf, begleitet von grünen Palmen. Mit einem kühlen Limettendrink sitze ich im Liegestuhl am Deck. Konnte es ein Pharao besser haben? Auf den vorbeigleitenden Granitfelsen, da sind Inschriften eingraviert. Als Bitte um Schutz vor Fluten zeigt unser Professor Ahmed auf einen der ausgewaschenen Steinboller. Darauf erzählt ein Hieroglyphentext die Geschichte einer großen Überschwemmung. Der Nil war davor 7 Jahre nicht geschwemmt. Das Land trocknete aus, Menschen und Tiere flehten um Wasser zu Anuket, der Herbeiführerin der Nilschwämme, der Kataraktgöttin, die ist mit Schilfkrone-Kopfschmuck dargestellt. Der Nil war auch der Flussweg nach Nubien für Tausch von Waren. So lag auch diese Einnahme brach. Der Bruder vom Pharao Djoser Imhotep, der ordnete den Khnum-Tempel und dann kam die Flut mit Macht. Das Festival zur Ehre Anukets wurde mit großer Pracht und Freude gefeiert. Jeder hielt Büschel Papyrus in der Hand und warf sie ins tosende Wasser. So steht es auf dem Hieroglyphenstein am Nil geschrieben. Wir genießen unseren Aufenthalt auf der Dahabeah. Es ist so wunderbar, auf dem Nil zu reisen. Ob wir von der Papyrusrolle mit den Königskartuschen, die im Deutschen Museum in Berlin liegt, wüssten, fragt unser Ägyptologe. Ich hatte keine Ahnung von dem Artefakt. Ich war ja jetzt auch in Ägypten, an Ort und Stelle der Geschehnisse. Dieses Papyrus des Alten Reichs, ca. 2700 vor der Zeit, das war vom Briten Henry Westcar um 1820 erworben. Darin soll der Magier Djedjemanch Wunder wirken, während der Regierung von Pharao Cheops. Der war der Sohn des Pharaos Nofru und Cheops wird ja der Bau der Cheops-Pyramide zugeschrieben. In dem Papyrus wird Djedjemanch in den Palast eingeladen, denn Pharaos Nofru, der suchte nach dem Geheimnis des über 100 Jahre alten Priesters, der ohne Alterserscheinung lebte. Ein Mensch, der wahrlich frei vom Altern lebt, frei von Krankheit und Keuchen, der ist von den Göttern gesegnet. Der König klagte dem Hohepriester und Schreiber des Buches Djedjemanch sein Leid. Ich habe jede Kammer meines Palastes durchschritten, um für mich Erquickung zu suchen, aber ich kann sie nicht finden. Djedjemanch unterbreitet dem Herrscher folgenden Vorschlag. Möge deine Majestät sich zu den Ufern des heiligen Sees von Daschur begeben, nachdem ein Boot mit den Schönsten aus dem Innern deines Palastes ausgestattet ist. Das Herz deiner Majestät wird sich erfreuen, wenn es sieht, wie sie eine Ruderfahrt hin und her auf dem See unternehmen. Du kannst dann die schönen Vogelsümpfe deines Sees erkennen und seine vollkommenen Gestade und Ufer betrachten. Das wird gewiss dein Herz erfreuen. Pharaos Nofru spricht: Ich werde wahrlich die für mich bestimmte Ruderfahrt machen. Veranlasse, dass man mir dies bringt. 20 Ruder aus Ebenholz, belegt mit Gold, die Griffe daran aus Hellholz, verziert mit Diaarmen. Veranlasse, dass man mir 20 Frauen bringt, vollkommen in Bezug auf ihre Körper, mit Brüsten, die mit Haarlocken versehen sind und die noch nicht durch Geburt geöffnet wurden. Veranlasse, dass man mir 20 Netze bringt. Man gebe diese Netze den Frauen, nachdem sie ihre Kleidung abgelegt haben. Nachdem alles hergerichtet ist, wie es Nofru es befohlen hat, ergötzt er sich an der Ruderpartie auf dem See. Plötzlich steht das Boot still. Snofru fragt daraufhin:
Solltet ihr nicht rudern? Die Mädchen antworten: Unserer Schlagdame ist ihr Schutzamulett aus Malachit ins Wasser gefallen und sie weigert sich vor Schreck, den Rudertakt vorzugeben. Deshalb hören alle Frauen auf der Barke auf zu rudern. Snofru schlägt gönnerhaft vor, ihr den Fischanhänger zu ersetzen. Denn bin ich nicht der Pharao und kann dir geben, was mir beliebt? Die Frau aber sagt: Ich möchte mein Eigentum lieber als das eure. Snofru lässt daraufhin seinen Vorlesepriester Djedjemanch kommen und spricht: Sieh, mein Bruder, ich habe getan, wie du mir geraten hast, und das Herz von mir war froh, als ich sie rudern sah. Dann ist ein Fischanhänger der Schlagdame ins Wasser gefallen, da hat sie geschwiegen, ohne zu rudern. So kam es, dass sie ihre ganze Reihe störte. Ich fragte: Warum ruderst du nicht? Da hat sie geantwortet: Mein Fischanhänger aus grünem, frisch geschlagenem Malachit ist ins Wasser gefallen. Ich sagte ihr: Rudere, ich bin einer, der es dir ersetzt. Aber die Frau sagte, sie wolle ihr Eigentum lieber als das meine. Daraufhin schichte Djedjemanch mit Magie das Wasser der einen Hälfte des Sees auf die andere, so dass das Wasser auf der einen Seite des Sees doppelt so hoch steht und die andere Hälfte des Sees trocken liegt, um ein wertvolles Malachitanhängsel zu finden. Die Barke des Pharao gleitet auf den trockenliegenden Seegrund und Djedjemanch holt das auf einer Tonscherbe liegende Amulett, das er der Freudenruderin zurückgibt. Djedjemanch bringt das Wasser wieder in die Ausgangsposition zurück und die Ruderinnen setzen ihre Partie fort, was Snofru sehr erfreut. Pharao Snofru entlohnt Djedjemanch großzügig und veranstaltet mit dem gesamten Hofstaat eine Festlichkeit. Auch wir sind alle zum Palast des Pharao nach Ägypten eingeladen. Es ist wirklich schön dort. Unsere herrlich angenehme Fahrt geht weiter den frischen Nilstrom hinauf. Im gleißenden Sonnenlicht erreichen wir die ausufernde Tempelanlage Pharao Sethis I. der 19. Dynastie, das ist 13. Jahrhundert vor der Zeit. Er war der Vater von Ramses des Großen. Dort in Abydos nahe Luxor waren seit prädynastischen Zeiten Grabstätten errichtet. Könige und Noble bauten seit den ersten Dynastien Ehrenmale und Schreine im Schatten seines heiligen Berges. Wünschte Seti, sein Thronname war Men-Ma'at Ra, die dauerhafte Wahrheit Ras, seinen Tempel zu den Monumenten eines solch heiligen Platzes zuzufügen? Zum besseren Verstehen: Pharao Seti war der Nachfolger des geächteten Pharao, dessen Name nicht genannt werden durfte. In Abydos haben wir im House of Life, einem Heilzentrum, übernachtet. Es ist ein wunderschöner Garten. Und da höre ich erstaunt die Geschichte der britischen Zeichnerin Dorothy Eady. Ihr ägyptischer Name ist Seti. Sie lebte und arbeitete in Abydos unter den großen Ägyptologen des 20. Jahrhunderts. Und sie sah in die Vergangenheit. Hier ist ihre Geschichte. Die abenteuerliche English Lady war an Forschungen des Council of Antiquities beteiligt und gab Ägyptologen viele Hinweise auf wichtige Fundstätten, die unter dem Sand verborgen waren. So konnte sie den Forschern die Lage des verschollenen Gartens neben dem Tempel präzise beschreiben, als seine Existenz noch nicht bekannt war. Wo sind die schönen Gärten, die festlichen Statuen, die Farben des Tempels hin? Rief sie aus,
als sie Abydos das erste Mal erblickte und auf die mageren Ausgrabungsreste der Tempel schaute. Sie hatte vor Augen, wie prächtig früher das Ganze ausgesehen hatte. Die farbkräftigen Tempel, sagte sie, waren umgeben von Gärten, die eine grüne Oase in der sengenden Wüstensonne waren. Ein großer Tempelsee mit seiner Vegetation von grünem Papyrus, Schilf und blauem Lotus war eine Augenweide und kühlendes Becken. Erstaunlicherweise konnte sie Altägyptisch sprechen. Mit dieser frühen dynastischen Sprache, da taten sich sogar die Philologen schwer. In Visionen erinnert sie sich an ein Leben zu Zeiten des Pharao Seti. Sie erinnert sich an ihr damaliges Leben als Priesterin und an ihr Liebesgeheimnis mit dem jungen Pharao. In Abydos, da hat sie Rückbesinnungen, die schreibt sie in altägyptischen Hieroglyphen auf. Sie schreibt über ein Mädchen Ben Reshit. Ben Reshit wird als kleines Mädchen in die Obhut des Tempels von Kom el-Sultan gegeben, wo sie zur Isis-Priesterin ausgebildet wird. Als Isis-Priesterin, da badet sie im heilkräftigen Wasser, das vom megalithischen Osirion-Komplex gespeist wird, um ihre Heilkräfte zu stärken. Die Menschen kommen regelmäßig in den Tempel, um sich zu reinigen und anzuschließen. Der Pharao nimmt bei seinem Besuch an Geistlektionen im Tempel teil. Eines Tages besucht der Pharao Seti seinen neuen Tempel, um den Fortschritt des Tempelbaus zu begutachten. Dort macht der attraktive König die Bekanntschaft der schönen, anmutigen, blauäugigen Ben Reshit und sie beginnen eine Liebesbeziehung miteinander. Im duftenden, kühlen Lotusgarten des Tempels treffen sie sich für ihre Liebe. Seine Majestät kam wieder letzte Nacht. Ich schlief und er weckte mich zärtlich mit viel Küssen. Die Ägypter verehren Seti als Inkarnation der Lieblingspriesterin und Geliebte vom Pharao Seti. Neben Pharao Setis Tempelkomplex liegt das mächtige Osirion mit seinen wie aus der Megalithzeit wirkenden, tonnenschweren eckigen Blocksäulen. Wer das betreten will, muss einen stolzen Preis dafür zahlen. Die massiven Tonnen an Steinen, die wurden von den damaligen Architekten erstaunlicherweise auf wasserimprägniertem Schwimmsand gesetzt. Es ist auch jetzt noch mit Wasser gefüllt. In der brütenden Hitze stehen wir davor und würden am liebsten darin baden. Oder zumindest unsere Füße eintauchen. Doch das hohe Backschisch hält uns davon ab. Das Osirion, es gilt als Tempelheiligtum des altägyptischen Gottes Osiris. Es liegt tiefer als der von Pharao Seti I daneben erbaute spätere Tempel. In einer seiner Säulen ist die sogenannte Blume des Lebens, ein geometrisches Muster, das steht für die kosmische Schöpfung, eingraviert. Aus dieser Geometrie, da entwickeln sich die 5 platonischen Körper. Die werden als Bausteine des Lebens angesehen und verkörpern sich zum Beispiel in der Sonnenblüte. Diese Geometrie, die für die Bauarchitektur der damaligen Zeit anscheinend wichtig war, wird auch in alten Gebäuden in Kreta, Cordoba, China und Indien gefunden. In 2023 startet die Mission Osirion des ISIDA-Projekts unter der Leitung des Ingenieurs Jim Westerman, dem Council of Antiquities und der Sohag University eine Unterwasserarchäologie im Osirion. Radar- und Seismikuntersuchungen fanden statt, Endoskope wurden ins tiefe Innere eingeleitet.
Mit mächtigen Pumpen versuchte man, das immer wieder nachströmende Grundwasser des Tempels abzupumpen, um die unteren Strukturen freizulegen. Dabei fand man einen metallenen Krummstab, ähnlich dem Herrschaftszeichen von Osiris. Nachdem Isotopproben des ungewöhnlichen Wassers genommen waren, trank es Westermann und er stellte eine Heilung seines Augenleidens fest. War die Heilkraft des Wassers ungebrochen, wie zur Zeit der Isis-Priesterin Pendrashit? Die Forschungsgruppe des Isidar-Projekts ist just am Erforschen. Ich bin schon sehr gespannt über die Ergebnisse, die ich mitgeteilt bekomme. Wer über das Ergebnis informiert werden will, schreibt gern die Fragen in den Kommentarteil. Auf diese inspirierenden Reise alter Kulturen, herausforderndem heißen Klima, fremdländischer Menschen, exotischer Speisen, natürlich dem köstlichen Guavesaft, da gab es viele Tempel zu besichtigen. Einer der berührendsten auf der Reise nach Luxor war für mich der Tempel des ägyptischen Falkengottes Horus in Edfu. Nicht wegen noch mehr Säulen, Kapitellen und Pylonen oder der Geschichten, die sich um deren Entstehung rankten. Dieser Tempel hatte es wahrlich in sich für mich, denn er barg einen ungewöhnlichen Schatz und ich war nicht darauf gefasst. Unsere Dahabea legt am Kai an und wir steigen unter viel Palaver der Kutscher in eine Pferdekutsche um. Endlich in die Einspänner gehievt, geht die schaukelnde Fahrt am Ufer entlang durch die Stadt ins angrenzende Tempelareal. Auf diesem Stich vom 18. Jahrhundert, da sieht man gut die Ausmaße der Verschüttung von Wüstensand und der Sedimente der Nilüberschwemmung. Eine Reisenotiz vom französischen Arzt Nicolas Granger, Edfu 1731. Es sind allda noch die Überbleibsel eines Tempels, in welchen man nicht hineingehen kann, so sehr ist er mit Erde und Schutt angefüllt. Man sieht tatsächlich Häuser auf dem Dach stehen. Diese schwarzen Brandflecken an der Decke der Säulenhalle, die zeigen noch einen Brandversuch im 17. Jahrhundert, ihn als heidnisches Relikt bis auf die Grundmauer niederzubrennen. Das große Tor des Haupteingangs aus Zedernholz mit Bronzeanlagen und von einer geflügelten Sonnenscheibe gekrönt, das wurde dabei vernichtet. Ganz schön was los in diesem Tempel. Die ägyptische Hitze wird von den Steinen des Tempels aufgesogen und ich bin für jedes bisschen Schatten dankbar. Also stelle ich mich unter eine der 3 Meter hohen Falkenstatuen. Vor 4500 Jahren war Edfu die Hauptstadt des oberägyptischen Horus-Throngaus. Die Falkenstatuen tragen die Krone, den Pschent, des vereinten Ägypten. Mit dieser Symbolik bestätigten seine Priester, dass ganz Ägypten unter dem Schutz des Falkengottes Horus stand. Dem Land konnte nichts passieren. Der Wärter, der liebt wohl auch den Schatten. Und wie so viele Ägypter kann er erstaunlicherweise etwas Deutsch und erzählt mir, dass Edfu in den alten Zeiten als Falkengau zugeteilt war. Im Tempel gab es damals eine Falkenzucht. Die Falken wurden beim Horusfest von den Falknern fliegen gelassen. Der stärkste Falke, der war als Horus Bededi ausgesandt, um aus dem Nachbartempel, den Dera, Hathor, die Göttin der Liebe, Schönheit und Romantik herbeizuholen, zur Vermählung mit Horus. Hathor war eine der ältesten und populärsten Gottheiten in Altägypten. Sie schützte das Kind im Mutterleib, weshalb sie von Schwangeren verehrt wurde. Ihr femininer Mutteraspekt wird als Kuh oder Kuhohren, auch mit Kuhhörnern dargestellt.
Mit der kleinen Systrum-Handharfe, da animierte sie zu Tanz und Freude. Sie war Göttin des Himmels, Tochter des Sonnengottes Ra und Auge von Ra. Die Milchstraße ist ihre Galaxie. Träumst du von den Sternen? Dann bist du ein Kind Hathors. Wir warten darauf, dass sie in unsere Träume kommt, uns zu inspirieren. Die Säulen und Kapitelle in Hathors Dendera-Tempel, dem Nachbartempel Edfus, sind Meisterstücke der altägyptischen Designer- und Dekorationskunst. Die Hauptfarbe im Tempel ist Blau, für ihren Bezug zum Himmel. Hathors Tempel war eine Lehrstätte für Himmelskunde, für Astrologie und Astronomie. Dort stimmten die Eingeweihten der Mysterien all ihr Handeln und Wirken mit dem Lauf der Sterne ab. Im Dendera-Tempel taste ich mich durch schmale, unterirdische Krypten. Die verzweigten Labyrinthe muten wie Geheimgänge an. Was war der Sinn und Zweck dieser engen Passagen, wundere ich mich. Im Osiris-Heiligtum ist die Decke so niedrig, dass man sie anfassen kann. Meine Hände ertasten eine runde, in dunkle Schatten gehüllte Scheibe. Mit meinen Fingern gleite ich über die kühlen Figuren über meinem Kopf. Ich fühle die älteste, uns bekannte, antike Darstellung der Himmelssphäre, nur wenig höher als mein Kopf. Die kunstvoll ausgearbeitete Himmelskarte, die wirkt auf mich wie ein praktischer Gebrauchsgegenstand, zum Greifen nah. Wieso war diese Planisphäre von Sternen nicht in den Gewölben der Säulen angebracht? Dort draußen, da schien mir ihr Vorhandensein logischer. Ein nächster unterirdischer Gang, in dem Gefäße, Weihrauch und Hieroglyphen für zum Beispiel Gold erscheinen, der mutet wie eine Arbeitsstätte für alchemistische Zwecke an. War das ein Labor für naturwissenschaftliche Versuche, in dem man eventuell Essenzen, Parfüme und anderes für zeremonielle Zwecke präparierte? Dann stehe ich im unterirdischen kryptologischen Gang vor dem meistbekannten Relief, welches umstritten und schwer verständlich ist, den sogenannten Dendera-Lichtzylindern. Gerne stülpen wir unser heutiges technologisches Verständnis über alte Mythologien, um die unserem Verständnis anzugleichen. Vielleicht war tatsächlich frei fließende Energie hier dargestellt, oder doch etwas anderes, Unergründbares? Fällt uns allen die doppelte Figur auf? Der Tempelwärter, der hier lässig an der Wand steht, der hat mein Interesse an der alten Kultur erkannt. Oder aber er hat gern Gesellschaft. Oder er will sein Deutsch anbringen. Auf jeden Fall liest er mir Hieroglyphentexte an den Säulen vor. Da steht etwas über ein Fest im Edfu-Tempel. An diesem schönsten Tag des Monats Epiphi, am Tag des Senut-Festes, da haben die Priester und Priesterinnen die Halle mit Weihrauch beduftet und sie mit vielen Blumen geschmückt. Die Fahnen der Pylonen sind aufgestellt. Die Sonnenparke strahlt und glänzt golden und ist mit den duftenden blauen Lotusblumen des Sees geschmückt. Die Wände in seinem Innern, seine Reliefs mit den Figuren der Götter und Bildern der Göttinnen, sind aufs Vortrefflichste dekoriert. Die Sonnenbarke Ra, der jeden Tag die Welt erleuchtet, überquert in seinem strahlenden Schiff den Himmel und trägt die Sonne über seinem Kopf. An diesem schönen Tag des Senut-Festes erscheint der Pharao prunkvoll mit dem gestreiften Nemes-Kopftuch. Die schöne Königsgemahlin an seiner Seite trägt die Geierhaube, das Schutzattribut der Göttin Nechbet, als königliches Abzeichen.
Die blaue Haube liegt eng an ihrem Kopf. Sie trägt ein körperbetontes, bunt besticktes Etui-Kleid mit hauchdünnem, mit Perlen besetztem Überwurf. Ihr schönes Dekolleté und ihre Brüste sind frei, wie bei den meisten Ägypterinnen. Beide erscheinen gemeinsam, Hand in Hand. Bei der Festlichkeit können die Menschen einen aufgeregten Blick auf den Herrscher und seine hübsche Frau werfen. Ihre unberührbaren, strahlenden Figuren beeindrucken und überwältigen sie. Sie nehmen sie als Symbol der Macht und geistigen Erhabenheit wahr. Voller Überwältigung vergessen sie ihren Alltag und ihr gesamtes schaffendes Dasein. Die hübschen, selbstbewussten Hathor-Priesterinnen aus den Dera, die kommen mit ihrer Barke vor das Tor. Ein Horusfalke fliegt ihnen voraus. Die akrobatischen Falkentänze des Horus öffnen vor den Tänzerinnen der Hathor die Flügeltüren des riesigen Himmelstors, um Hathor willkommen zu heißen. Unter den Klängen der Musikerinnen, auf deren Haar sind Duftkegel aus Bienenwachs, getränkt mit Moringaöl und Myrrhe, das verbreitet einen betörenden Duft. Gestikulierend rufen sie immer wieder: Siehe, die Goldene kommt! Über ihren Köpfen fliegen die freigelassenen Falken. Fasziniert von der Erhabenheit des Edfu-Tempels, Haus des Horus Bededi, da verliere ich mich in seinen weitläufigen, wunderschönen Gängen. Gemächlich in mich versunken gehe ich umher. Unsere Gruppe kann ich nicht mehr finden. Ich bin wie in einer anderen Welt. Durch die durchbrochene Decke vom Säulensaal, da fällt ein gleißender Sonnenstrahl ins Dunkel des Raums der Mysterien und erhält für einen Moment ein eigenartiges Objekt. Der Strahl, der verleiht dem Ort eine unglaubliche Atmosphäre. Fasziniert und seltsam berührt erkenne ich im Schatten eine Sonnenbarke. Wie in Trance gehe ich ein Stück weiter und setze mich dann auf den Absatz der Treppe, die in die höheren Bereiche führt. Dann drehe ich mich wie magnetisch gezogen um. Im flirrenden Licht nehme ich eine in sich gekehrte, sehr schöne helle Frau wahr. Sie trägt ein eng anliegendes, zartes Leinengewand, auf dem Saum sehe ich blaue Lotusblumen, dann flirrt sie wieder weg, um sich zeitweise zu stabilisieren. In der Vision sehe ich festlich gekleidete Frauen mit Blumenkränzen in ihren gebundenen dunklen Haaren, die tragen die Seherin in der silbrig-blauen Mondaugebarke. Menschen stehen am Wegrand, um sie zu sehen. Ruhig und aufmerksam blicken sie zu ihr. Der Geist der Seherin ist durch hypnotische Konzentration geschult, in andere Seinswelten einzutreten und zu orakeln. Sie weilt in ihrem inneren Wahrnehmungsgeist weit im Äther, entrückt von der Welt. Die Menschen glauben, von ihrem Geist berührt zu werden, wenn sie sehen und das dann als Glück auf sie zurückfällt. Zeitweise ist die Seherin tagelang so entrückt, dass sie Alltäglichkeiten nicht mehr verrichten kann. Ihre Priesterinnen ölen ihren Körper mit duftenden Blumenölen, geben ihr Säfte und kleiden sie in das weiß-goldene Gewand aus kühlenden Lotusfasern. Es wird durch eine Zuckerzutat versteift und nass auf dem Körper getragen. Dadurch wirkt es körpernah wie eine zweite Haut. Sie legen ihr das Lapis-Messingkollier um, ein Geschenk des Pharao. Es bedeckt ihr gesamtes Dekolleté. Es ist weich gestaltet und schmiegt sich ihren Bewegungen an. 2 Frauen setzen ihr das Gebilde der Lapis-Mondscheibe auf den Kopf und binden es am Hinterkopf fest.
Das zeigt ihren Status als Seherin ins Ungründbare auf, wenn sie auf Maneset, der Nachtbake, in Erscheinung tritt. Ich kann die Ergebenheit und Umsorgnis, die der Orakelpriesterin zuteil wird, bis in meine Tiefen spüren. Frisch duftendes Nadenöl, mit dem ihre schönen dunklen Haare durchtränkt sind, zieht in meine Nase. Aufwendige Zöpfe mit Perlen und Edelsteinen durchwirkt, werden nach hinten gesteckt zum besseren Halt der schweren Mondscheibe. Der Pharao kommt, um sich wie oft von ihr orakeln zu lassen. Doch die Seherin ist meist abwesend und spricht nicht, was von allen so angenommen wird. Man denkt, sie hält Zwiesprache mit den Göttern und setzt sich für ihre Belange bei ihnen in dieser stillen, abwesenden Zeit ein. Wenn die Seherin aus ihrer Trance austritt, da wird sie animiert, sich in Freude zu bewegen. Alle Frauen vom Tempel spielen dann zum gelösten Ausgleich ein Ballspiel. Sie werfen den Ball mit Weidenschwüngen ins binsenumsäumte flache Nilufer und unter Lachen und spritzendem Necken holen sie ihn wieder aus dem Wasser. Die durchnässten Leinenkleider kleben ganz eng an den Körpern der Priesterinnen und Sonnenstrahlen lassen die Silhouette ihrer Glieder durchscheinen. Mit einer weit ausladenden Geste ihrer Arme spricht die Seherin heute ganz leise zu den wartenden Menschen. Das Firmament ist unsere Mutter Not. Nachts deckt sie uns zärtlich mit ihrem wunderschön leuchtenden Umhang zu. Ihr Lachen ist der Donner über der Erde, ihre Tränen der Regen. Ich reise zu den Göttern, den Wesen des Himmels. Nut, die Himmelsgöttin, begleitet mich. Sie zeigt mir Verflechtungen und die Entwirrung. Die Entwirrung geschieht durch sie selbst. Die Sonne der Isis, die befindet sich unter unseren Sohlen. Durch Dunkelheit und Licht führt sie uns. Isis schickt uns auf die Reise, unsere Anteile zu erkennen und zu einem neuen Ganzen zu fügen. Maats leichte Feder ist in unseren Herzen. Wir fühlen uns von ihren Flügeln umarmt. Wie der Lotus Blüte und Frucht zugleich trägt, hält Maat die kosmische Ordnung zwischen uns Menschen und den Göttern gleichzeitig aufrecht. Die Reise und Erlebnisse in die noch verborgene Welt Altägyptens, die haben mich sehr berührt. Dank all den Menschen und Geschehen, die mich den Mysterien und Leben der Altägypter nahegebracht haben.